many ways. That cross each other. Interwoven by fate, born in eternity. With infinite possibilities. And many doors. To the Golden Book Swarm, a place of leisure, where stories are written and read. Unser erster Podcast ist im Kasten. Schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Wir laden euch herzlich ein zu einer ganz privaten Lesung im gemütlichen Kreis. Die junge Autorin vom Ostseestrand liest aus ihrem Erstlingsbuch Journal of the Minstrel, erschienen im Thalia Verlag. Wir wünschen euch... Nein, halt, stopp! Ich erinnere mich. So schnell geht es denn doch nicht. Bevor wir den Podcast hochgeladen haben, habe ich von der jungen Autorin Folgendes gehört. Für eine Lesung braucht man jemanden, der die Autorin und ihr Werk vorstellt, bevor sie zu lesen beginnt. Und diese Person sollte die Autorin und ihr Werk auch gut kennen. Kriegte ich ebenfalls zu hören. Na, schwante mir bereits was. Naja, nun denn. Dann eben noch einmal von vorn, weil man das eben so kennt bei Lesungen. Und die Autorin hat ja auch recht. Es stimmt ja auch. Ich kenne sie. Sogar sehr gut. Ich kenne sie schon länger, als sie auf der Welt ist. Und wahrscheinlich weit darüber hinaus. Jedoch eines kann ich partout nicht verstehen, warum ich sie hier ausführlich ankündigen muss, beziehungsweise soll. Das tat sie schließlich auch nicht, als sie auf diese Welt kam. Das hat sie sehr gut selbst gekonnt. Plötzlich war sie einfach da und hat sich auf den Weg gemacht, sich durch diese Welt zu bewegen und etwas zu bewegen. Dabei hat sie sich schließlich auch nicht an das tut man so orientiert. Nein, ganz im Gegenteil, glaubt mir. Das war eher so ein Ich will dem Leben etwas von mir geben. Etwas, was mich ausmacht. Etwas vorantreiben. Etwas Vorwärtsgewandtes schaffen. Ist da in ihr. Und sie setzte es um, trotz innerer Bedenken, Ängste und Fehlschläge. Trotz einer schwebenden, unsicheren Zukunft ist sie plötzlich einfach da gewesen. Wie jetzt auch. Und bereit, den eigenen Weg zu gehen. Das ist es, was meine Tochter mit ihrer Protagonistin Ruhe gemeinsam hat. Ups, jetzt habe ich die Autorin doch vorgestellt. Ordnung muss eben sein. Nicht immer, kann jedoch. Weshalb wir uns auch über jedes Like von euch von ganzem Herzen freuen und ausschließlich dankbar sind. Nun wünschen wir euch viel Spaß beim Lauschen der jungen Autorin Svenja Griebel. In the quiet of the night, where shadows play, I find myself drifting, lost in yesterday. Memories like whispers, they dance in my mind, searching for solace
the spark I can't find. And oh, the moonlight calls, a siren song so bright. Wrapped in dreams of silver, I'm ready to take flight. I'm chasing stars where the heart beats loud, breaking through the silence, breaking through the crowd. With the night as my canvas, I'll paint the skies, chasing dreams together where our hope never dies. Chasing stars, chasing dreams. With you I feel alive, or so it seems. Through the fields of starlight we'll run free and wild. Hand in hand we'll wander forever 27. bound Mai, child. Klappe die The zweite. universe is painted Dieses Konzert ist jetzt love genau and 5 Tage her midnight. und ich bin noch immer in Terrox. Habe mich kaum vor die Türe gewagt, aber bei dem ständigen Regenwetter, was in der letzten Zeit herrschte, hatte ich auch keinerlei Grund dazu. Ich habe die Zeit mit Songschreiben zugebracht. Die Hauptarbeit lag natürlich bei den Songs, die schon vor dem Desaster auf dem Marktplatz in Arbeit waren. Onkel Malcolm hat auch eine neue Idee hervorgebracht. Die alten Kinderbücher seines Sohnes hat er ja noch immer im Haus und er riet mir, dass ich mich mit den Autoren in Verbindung setze, um die Erlaubnis zu kriegen, dazu Lieder zu schreiben. Ich war mir damit nicht ganz sicher, aber Onkel Malcolm bestand darauf, dass alles Mögliche Trost schenken kann, also behalte ich die Sache mal im Hinterkopf. Gleichzeitig hat er mir auch geraten, dass ich mich von dieser einen verrückten Hexe nicht in die Flucht schlagen lassen darf. Es stimmt schon, was er sagt. Ich darf die Entschlossenheit nicht verlieren und Terrox ist momentan auch die einzige Stadt, in der ich die Erlaubnis habe, aufzutreten. Anträge auf Erlaubnisse in anderen Städten sind eingereicht, aber Antwort habe ich noch von keiner Stelle. Dieses Mal werde ich es abends versuchen, in der Dämmerung, wenn man von der Arbeit heimkommt oder in die Gastwirtschaft geht. Na dann, wollen wir mal. Nachtrag 23 Uhr. Es gibt doch manchmal Unterschiede wie Tag und Nacht, wenn man nach einem Sturz sofort wieder aufs Pferd steigt. Heute Abend war so ein Unterschied sichtbar. Ich habe mich vor die kleine Gastwirtschaft gesetzt, wo die Minenarbeiter vor dem Krieg so gerne hingegangen sind. Onkel Malcolm sagte, dass der Gott des Weines seine schützende Hand über die Wirtschaft gehalten hat. Denn als die Besitzer in die Stadt zurückkamen, nachdem Terrox evakuiert wurde, war die Wirtschaft zwar staubig, aber ohne jegliche Schäden. Natürlich konnte man sehen, wer im Krieg Soldat war und wer Zivilist. Ich habe nicht viele Worte gemacht und einfach gesungen. Das war auch das erste Mal, dass ich einen Song gespielt habe, der von Tombo und Garrett handelte. Der Song hat keine Namen genannt, aber ich kann ihn doch sehr hoffnungsvoll nennen. Gemeinsam zu leben und zu lieben, auch und besonders nach dem Krieg. Ich hatte natürlich noch andere Lieder, aber dieses Lied war das beliebteste. Ich habe Applaus und sogar stehende Ovationen bekommen. Einige Frauen konnte ich, während ich noch sang, weinen hören. Darf ich da stolz auf mich sein? Ja, ich denke, das darf ich. Manche Leute trinken ja gern einen über den Durst, um mit Traumata fertig zu werden. Ob ich wenigstens einen Mann davon abhalten konnte, dieses eine Glas extra zu trinken? Ich möchte es doch hoffen. In the alleys where shadows creep, I hear whispers that I can't keep. Every step feels heavy on my soul, searching for a place to feel whole. But there's a flicker in the night, a spark that's fighting for the light. It pulls me closer to the dawn. 2. Juni, zwischen den Ruinen. Ich sitze auf einer Bank in Albers, während ich das hier schreibe. Der Unterschied zwischen Terrox und hier ist so groß wie der von Sonne und Mond. Und dabei habe ich noch nicht einmal eine Note gespielt. Das Problem bei der Fischerei liegt nicht allein an der Tatsache, dass hier eine Marinefestung der Regierung war. Sie haben aus dieser Stadt auch eine einzige riesige Waffenfabrik gemacht. Hier sind mehrere Ruinen davon, die von den Rebellen zwar zerstört wurden,
Aber der Schaden war da schon angerichtet. Sie verschmutzen immer noch die Meere. Ich hatte auch recht mit meiner Vermutung von vielen Toten. An den Türen hier hängen fast überall Trauerflore. Es sind so viele, dass ich fast schon aufgehört habe zu zählen. Als wäre das nicht schon schrecklich genug, gehen sich die Leute hier auch pausenlos gegenseitig an die Kehle. Ich verstehe ja, dass einige Leute unglaublich sauer sind, dass die Verschmutzung der Küste so große Schwierigkeiten beim Fischen bereitet. Hier gibt es allerdings auch Leute, die das schnell als Hochverrat werten. Ich versuche das mal zu erklären. Weil das Parlament noch immer nichts dagegen getan hat, tun Leute darüber ihren Unmut kund. Aber hier gibt es Leute, die streng an die Rebellion geglaubt haben und jeden Unmut über die neue Regierung als Glauben an das, was davor war, sehen. Das musste ich nebenbei schon miterleben. Ich bin nicht die einzige Musikerin hier. Andere Musiker sangen ihren Unmut über diese elende Lage. Und 2 Kerle haben ihnen ihre Instrumente weggenommen und im Hafenbecken versenkt. Es war fast schlimmer als das mit anzusehen, als die Prügelei, die anschließend kam. Da konnten sich die Musiker wenigstens wehren. Ich bin davongerannt, bevor man mir auch meine Gitarre stehlen konnte. Nachtrag 19:30 Uhr. Ich weiß nicht, ob es so eine gute Idee war, den Konzertauftrag in dieser Seefahrerbar anzunehmen. Ich komme mir richtig unvorbereitet vor. Der Besitzer der Bar kennt mein Ziel nicht. Natürlich wurden ihm keine Details gegeben. Aber ich bin mir doch ziemlich sicher, dass man meine sanften Balladen nicht in einer solchen Bar spielt. Ich bin nervös wie sonst etwas. Ich will da nicht rausgehen. Was ist, wenn mir die Leute, die ich erreichen will, heute Abend überhaupt nicht zuhören? Tombo meinte mal, dass in so einer Bar die Kellnerinnen auf den Tischen tanzen, wenn sie genug Alkohol ausgegeben bekommen haben. Definitiv kein Ort für meine sanften Lieder. Warum habe ich nur ständig das Gefühl, dass ich alles falsch mache, sobald ich dran denke, auf die Bühne zu gehen? Komm schon, Rue, reiß dich zusammen. A spark that's fighting for the light, it pulls me closer to the dawn. I know that I can carry on. Oh, rise up from the ashes, be brave. We'll break through the silence, we'll save the dreams that we buried deep within. Let the journey begin, let the healing start again. So we rise from the dust and the pain. We'll ignite the fire in the rain. In the mirror I see the scars. Each one tells a story of the stars. I've wrestled down, faced the unknown. But tonight I'll reclaim my throne. With every heartbeat, feel the beat. The rhythm guides me to my feet. I'm dancing on the edge of time, ready for what's finally mine. Oh, rise up from the ashes, be brave. We'll break through the silence, we'll take the dreams that we bury deep within. The journey begin, let the healing Bitter Juni von bösen Menschen und Liedern. So sehr sich manche Bewohner in Albers auch zu bemühen scheinen, sind sie sicher nicht durch und durch böse. Vielleicht hat es seine Vorteile, sich nicht an die schlechten Dinge erinnern zu wollen. Aber wenigstens begreife ich jetzt irgendwie, warum ich so oft geglaubt habe, dass ich etwas Schlimmes tue, wenn ich meine Lieder vor Publikum singe. Nach meinen letzten Auftritten habe ich mich immer sehr schnell verkrümelt. Ich habe mich immer vor Fragen gescheut oder vor Gesprächen. Ganz besonders, weil eine 15-Jährige in einer Bar eigentlich nichts verloren haben sollte. Besonders nach Mitternacht. Als ich in der Bar am Hafen auf die Bühne gegangen bin, gab es schon Gewisper. Am liebsten wäre ich da schon im Boden versunken
obwohl ich mich doch eigentlich zusammenreißen wollte. Trotzdem habe ich gesungen. Ich habe Lieder gesungen, die ich schon vorher ausprobiert habe. Und auch ein, zwei neue Lieder ausprobiert. Ich habe mich sogar an einem Lied versucht, was von einer zarten Liebesgeschichte von einem Ritter und einer himmlisch gesandten Frau handelte. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das eines der schlimmsten Lieder ist, die ich in meinem ganzen Leben geschrieben habe. Es ist einfach so kitschig geworden. Als ich meinen Auftritt beendet hatte, ist mir tatsächlich etwas zu trinken ausgegeben worden. Ich wusste zwar nicht, wer das war, aber ich bin dennoch zum Trinken geblieben. Das war auch der Grund, weshalb ich mich irgendwie schnell in der Gesellschaft von einigen Einheimischen wiederfand. Es begann mit einem Kompliment zu dem absoluten Kitsch über den Ritter und seine Liebste, den ich mir zusammengespielt hatte. Gerade wollte ich fragen, was dem Typen daran bitte gefallen hat, da hat er auch schon weitergeredet. Von wegen, dass ich auf das andere Programm genauso gut hätte verzichten können und mehr Songs von diesem kitschigen Kaliber hätte bringen sollen. Hat nur gefaselt, dass viele immer noch über den Krieg reden, obwohl doch niemand mehr daran erinnert werden möchte. Es sei Zeit, dass das Leben wieder losgeht, hat er gesagt. Wie er so denken kann, möchte ich mal wissen, wo es doch in Albers noch so viele Probleme gibt. Ein Blatt hat er dabei auch keins vor den Mund genommen. Er hat sogar ziemlich offen gesagt, dass die Soldaten, die immer noch an den Krieg denken, irgendwie aus dem Bild genommen werden müssten. Sie sollten sich anpassen, damit die Frauen und Kinder sich nicht mit ihnen herumärgern müssen. Es heißt ja, dass böse Menschen keine Lieder erdulden, aber ganz die Wahrheit ist das wohl nicht. Dieser bösartige, fette Kerl hatte ganz schön Nerven, das auszusprechen. Aber es hatte sein Gutes. Auch ich habe kein Blatt vor den Mund genommen und dem Fettwanst gesagt, dass ich mich sehr gerne mit diesen Soldaten herumärgern will. Und er doch bitte woanders die Luft. And oh, the moonlight calls, a siren song so bright. Wrapped in dreams of silver, I'm ready to take flight. I'm chasing stars where the heart beats loud. Breaking through the silence, breaking through the crowd. With the night as my canvas, I'll paint the skies. Chasing dreams together where our hope never dies. Chasing stars, chasing dreams. With you I feel alive, or so it seems. Through the fields of starlight we'll run free and wild. Hand in hand we'll wander, forever bound the child. The universe is painting our love on every page. In the glow of midnight we set the world ablaze. And though the moonlight calls, a siren song so bright. Wrapped in dreams of silver, I'm ready to take flight. I'm chasing stars where the heart beats loud. Breaking through the silence, breaking through the crowd. With the night as my canvas, I'll paint the skies. Chasing dreams together where our hope never dies. Ooh. Oh, with each new dawn we'll dance through the light. Melancholy shadows fade in our laughter's flight. A world of love awaits in every starry glow. Together we'll discover what nobody else knows. I'm chasing stars where the heart beats loud. Breaking through the silence, breaking through the crowd. With the night as my canvas, I'll paint the skies. Chasing dreams together where our hope never dies. Building gradually to a soft finish. In the quiet of the night, we'll find our way home. Chasing stars forever.